Berlin, eine große Schmauserei zu wirklich kleinen Preisen und Wolle war dabei. Bei uns gibt's gutes Essen, bei uns gibt's kühles Bier. Es gibt auch Partyservice und Ritteressen hier. Nicht mal eine große Rechnung wird Ihnen präsentiert. Und darum hat sich Wolle ganz köstlich amüsiert. Jungs, für uns Preußen ist gutes Essen genauso wichtig wie ein hartes Training. Dr. Nock, ça va? Dorfgasthaus, Schipkapass, Jagdhütte. Möbelhübner, die Welt des Wohnens. Möbelhübner ist nicht nur groß. Roland. Küchenstudio, Stilmöbel, junges Wohnen. Und hier das aktuelle Angebot. Räume stilvoll gestalten mit diesem eleganten Wohnraumprogramm in Kirschbaum. Hier als Wohn- und Esszimmer. Ein Glanzstück durch hervorragende Verarbeitung, Liebe zum Detail und einen vernünftigen Preis. Möbelhübner, die Welt des Wohnens. Es ist ja nicht zu fassen. Ich hätte das letzte Mal nicht gedacht. Es gibt ja richtig Kabelfernseher. Wissen Sie, wenn Sie so da stehen und irgendetwas sagen, da steht eine Kamera und Sie wissen ja nicht, wer zuguckt, ob überhaupt was passiert. Aber wir wissen heute, wir haben Reaktionen gehabt, Entschuldigung. Wir haben Reaktionen gehabt. Das heißt also, Sie waren richtig fleißig, Sie haben richtig mitgemacht. Und ich habe auch in den letzten Tagen mir ein paar Kabelfernsehsendungen angesehen und muss sagen, natürlich sind wir am Anfang, natürlich sind wir ins Wasser geworfen worden, natürlich müssen wir kämpfen, wir müssen sehen, dass wir alles in die Reihe kriegen. Es gibt halt da und dort technische Pannen und auch persönliche Pannen. Ich habe die Kollegen von der Hafenwelle und von den anderen Kanälen gesehen. Ich habe sie ja sogar in der Abendschau gesehen. Da hat man ja sogar die Pannen des Kabels gesehen. Und ich muss sagen, erinnern Sie sich mal zurück vor 4 Monaten. Da hat die Abendschau
umstrukturiert. Es kamen neue Leute. Eine Sendung, die 20 oder 25 Jahre schon lief plötzlich nicht mehr. Die Leute haben sich beschwert und haben gesagt, ja, das geht nicht und bringt die alten Leute wieder her, macht das, wie es immer gewesen ist. Sie haben was Neues gemacht. Ich habe damals gesagt, na lasse doch, gib ihnen doch mal Zeit und gib ihnen mal die Chance, sich einzuarbeiten. Und so ist es dann auch gegangen. Plötzlich geht die Abendschau wieder. Und das soll man bedenken. Das machen die schon seit 20 Jahren. Und wir machen es jetzt frisch erst. Deswegen brauchen wir ein bisschen Bonus, nicht wahr? Vielen Dank, aber Sie haben mitgemacht, Sie haben Angebote uns gebracht. Und jetzt zur Sache. Ich werde Ihnen, wenn ich darf, jetzt zunächst mal die Angebote zeigen. Und Sie haben wieder Schreibstift und Papier zur Verfügung und können nun mitschreiben. Später werden wir diese Angebote in Erweiterung unserer Sendezeit natürlich jeden Tag Ihnen bringen, und zwar aktuell live. Sie können also sofort reagieren, können sofort telefonieren. Also ich beginne jetzt mal hier mit dem ersten Angebot. Ein Saba-Fernseher von ca. 1950, 36er Bildröhre, Angebot von Liebhabern, Kontakt Michael Wolf, 1 Berlin 19, die Telefonnummer ist ja wichtig, 302 77 29 und 784 92 90. So, das war das erste Angebot. Zweites Angebot, 2 Zweisitzer-Couchen zum Ausziehen als Doppelbett, hellblau, neuwertig, 980 Mark, der Neupreis, abzugeben für 500 Mark. Kontakt Eva Seidel, Telefonnummer, die ist ja wichtig, Sie können ja gleich anrufen, vielleicht klappt es auch sofort, 892 42 81 ab 19 Uhr. Ich wiederhole, 892 42 81 ab 19 Uhr. Ich hoffe, das Tempo reicht, dass Sie mitschreiben können. Drittes Angebot, eine Kunststoffstoßstange, ein sogenannter Zungenbrecher wieder für einen Sprecher. Und zwar hinten für VW Scirocco ab 75er Baujahr für 80 Mark. Kontakt, Telefonnummer 301 73 56 und 331 1625 ab 16 Uhr. Das heißt, auch heute sofort kann das funktionieren. Das nächste Angebot, ein Citroën 1932 Baujahr, an Liebhaber abzugeben, guter Zustand, 10.000 Mark. Wahrscheinlich ist das das Gerät, was man früher in Kriminalfilmen, in französischen Kriminalfilmen verwendet hat. Telefonnummer 324 22 84, rund um die Uhr. Nächstes Angebot, Segelboot, ca. 9 Meter lang, guter Zustand, mit Motor abzugeben, ab 7.000 Mark. Telefonnummer 324 22 84, ebenfalls rund um die Uhr. Ein HiFi-Kompaktturm, 2x50 Watt, Equalizer, Kassettendeck, Dolby, Radio, Verstärker, Plattenspieler mit Laufarm, Infrarot-Fernbedienung, 2 Hitachi-Boxen, je 50 Watt, Ausgangsleistung inklusive Rack, 900 Mark Verhandlungsbasis. Kontakt, Telefonnummer 453 2403. 453 2403. Ein Wohnwagen. Der hat wahrscheinlich die Geschichte meines Wohnwagens das letzte Mal gehört. Also hier der Wohnwagen, 3 Jahre alt, 7 Meter Aufbaulänge, 2,50 Meter breit, Typ Adria, TÜV neu, Zentralheizung, diverse Extras, Warmwasser. Standort Lüneburger Heide für 15.000 Mark. Kontakt, Telefonnummer 614 7482. 614 7482. Ein Golf GTI 83er, guter Zustand, 13.500. Kontakttelefon 304 22
2228 ab 18 Uhr, 304 2228. Nächste Angebot, Möbel aus den 30er Jahren. Omas Möbel abzugeben gegen Höchstgebot. Kontakt 373 2457. 373 2457 ab 18 Uhr. 2 Birnbäume für Selbstabholer. 2 Birnenbäume für Selbstabholer. Stück 20 Mark. Das muss, glaube ich, jetzt gemacht werden. Das ist ganz wichtig, denn Birnbäume kann man wohl nur im Herbst einpflanzen. Also das muss bald geschehen. Kontakt Livik Berlin, also bei uns hier, 335 8045. So, das sind also die ersten Angebote, die wir direkt per Schrifttafel gebracht haben. Die wollen wir also demnächst wiederholen. Und nun haben wir natürlich noch ein paar Angebote. Und zwar die, die man live in die Sendung bringen kann. Wir haben also als erstes eine Carrera-Autobahn. Und da bitte ich den Herrn Carrera-Besitzer mal hochzukommen. Hallo? Wer bietet die Carrera-Bahn an? Aha, hier kommt sie. Dankeschön. Danke. Herr? Und Herr? Schöner. Herr Schöner. Herr Schöner, hier ist die Carrera-Autobahn. So, nun preisen Sie die doch mal selbst an. Das werden Sie ja wohl am besten können, Herr Schöner. Ja, also, die hat also diverse Extras, so Looping haben wir jetzt nicht eingebaut und Feuersprung, weil es mehr so für Show, aber wir wollten hier ein bisschen auch mal vorfahren und ist nur mehr zum Spaß. Ja, und sonst sieht man eigentlich all was da. Wie schnell kann die denn zum Beispiel fahren? So schnell, wie man drauf drückt. Aha. Also muss man schnell draufdrücken, dann fährt sie auch schnell. Und wie viele Leute können denn eigentlich Carrera-Bahn hier spielen? Ist es eigentlich, Moment, ich wollte noch was anderes fragen. Ist es eigentlich Sport oder ist es Spielerei? Ja, ist eigentlich mehr ein Hobby. Also man muss viel basteln, man muss Spaß dran haben, auch ein bisschen rumzubasteln. Und was noch wichtig ist, kann man diese Carrera-Bahn ausbauen? Das heißt also, wenn jemand das als Basis nehmen will und möchte weiterbauen, gibt es diese Teile noch? Ja, also die neueste Version von Carrera Servo und die kann man unbegrenzt ausbauen. Ja. Das heißt also, es ist praktisch eine moderne Carrera-Autobahn. Wie lange gibt es denn Ersatzteile dafür? Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, nicht, dass morgen die Ersatzteile ausfallen bzw. ausgehen und dann ist Feierabend. Ist erst 2 Jahre alt, die Anlage, da gibt es halt noch alle Teile für. Dann würde ich Sie bitten, sagen Sie mir noch den Preis. 500 Mark. Für 500 Mark ist also diese Carrera-Bahn abzugeben. Und zwar, die Kontaktadresse ist? Olaf Schöner, Albuinstraße 65, 1000 Berlin 42. Und 753 7596. 753 7596. Herr Schönau, vielen Dank, alles Gute. Ich hoffe, dass wir gleich Angebote bekommen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, vielen Dank, Dankeschön. Halt, wir wollten ja wenigstens noch eine Runde drehen, nicht? Okay, kriegt ihr das gut in die Kamera rein? Also, hier ist auch noch der Beweis, dass das Ding wenigstens läuft, nicht wahr? Also, Start, los. Ja. Also das heißt, wenn man zu schnell und zu fest drauf drückt, fliegt das Ding aus der Kurve, nicht wahr? Das haben diese Autos so an sich. Sehr schön. Also meine Damen und Herren, Sie sehen auch, die Sache funktioniert. Sie geht also richtig, fliegt natürlich ein bisschen raus. Das ist auch die Aufregung, die wir hier haben. Vielen Dank. Dankeschön. Also. Danke. Die nächste Rarität, muss ich sagen, ist ein Messerschmitt-Kabinenroller, ein Liebhabermodell. Und ich muss sagen, wenn ich dieses Gerät mir ansehe, wird mir ein bisschen schwummerig ums Herz, denn ich selbst hatte mal einen Kabinenroller, und zwar als junger Schauspieler, damals mit 18 Jahren, also das ist her, naja, reden wir nicht drüber, hatte ich auch einen Messerschmitt-Kabinenroller. Und mit diesem Ding habe ich natürlich die wahnsinnigsten Sachen erlebt. Ich darf Sie mal bitten, Herr Wolf, ich begrüße Sie. Herr Wolf ist der Besitzer des
des Messerschmitt-Kabinenrollers. Herr Wolf, zunächst mal die Frage, wie lange haben Sie ihn und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, einen Kabinenroller zu kaufen? Also ich habe ihn jetzt gute 2 Jahre. Ich habe ihn gekauft aus Hobby. Muss dazu sagen, ich habe ihn so gekauft, wie er hier ist, also nicht selbst restauriert. Ja. Zur Geschichte dieses Fahrzeuges wäre vielleicht zu sagen, dass er also vor circa 13 Jahren mal verschrottet wurde. Ja. Und aufgebaut worden ist. Also in mühseliger Kleinarbeit und Heimarbeit aufgebaut worden. Und ich habe ihn dann also gekauft. Ja. Sagen Sie, wie schnell fährt der Kabinenroller? Also wenn ich nach der Zulassung gehe, dann fährt er 85. Ich bin einmal knappe 100 gefahren, aber dann braucht man schon 2 Fahrbahnen. Hat der eigentlich eine Kupplung? Ich weiß, dass zum Beispiel mein Kabinenroller damals keine Kupplung hatte. Der hatte nur 4 Vorwärtsgänge und dann musste man etwa die Zündung rumdrehen und dann ist er mit 4 Gängen rückwärts gefahren. Hatte das auch? Das ist hier also genauso, bloß Kupplung selbstverständlich hat er. Es ist also genauso zu bedienen wie ein Auto mit Kupplung, Gas und Bremse. Ja, ja. Und mit dem Rückwärtsfahren, das stimmt, da muss man ausschalten, den Motor neu starten, dann fährt er zurück. Ja. Welchen Führerschein braucht man denn dafür? Also insofern ich weiß, dürfen wohl bestimmte Jahrgänge noch mit dem Führerschein 4 fahren. Ja, aber normalerweise muss man auch 3 haben, nicht wahr? Was kostet er denn Steuer und Versicherung? Das ist ja auch wichtig zu wissen. Also nun muss ich sagen, er läuft bei uns, also bei mir mit 40% und ich komme also auf rund 250 Mark im Jahr mit Steuer und Versicherung. Ja. Also wesentlich billiger als ein Motorrad heute. Ja, ja. Und noch eine Frage, der kann natürlich noch kein Bleifreies-Benzin fressen, nicht wahr? Das kann er noch nicht. Herr Wolf, ich habe folgende Bitte. Sagen Sie noch den Preis dazu. Ich kann mir vorstellen, billig wird er nicht sein, denn es gibt kaum noch welche. Und wenn es ein Liebhaberstück ist, was haben Sie sich denn gedacht? So? Also ich muss dazu sagen, ein Preis, das ist natürlich, wie Sie selber sagen, immer was mit Liebhaberstück und das ist sehr schlimm, da einen Preis zu nennen. Aber gehandelt werden sie heute zwischen 8.000 und 15.000 Mark. Ich bin bereit, den Wagen also zu verkaufen oder auch zu verleihen, wenn ihn der eine oder andere mal haben möchte. Das ist interessant, ja. Für ein Ausstellungsstück oder Film etc. Allerdings die Einschränkung verleihen heißt bei mir nicht zum Fahren, weil also da muss man sich dran gewöhnen. Denn der hat eine sehr direkte Lenkung. Ja. Also gut, Sie würden ihn verkaufen, Sie haben Sie haben den Preis gehört. Es ist für Liebhaber wirklich ein sehr schönes Stück. Ich denke mir schon, ob ich ihn nicht... aber vielleicht darf ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich erwarte also natürlich Ihre Angebote, denn das ist wichtig. Die Zuschauer zu Hause, also Sie, haben natürlich immer Vorrang. Es geht um Sie, nicht um uns und es geht auch nicht um die Leute hier, die Freunde im Saal, sondern immer wirklich für die Kabelfernsehzuschauer. Ich danke Ihnen recht herzlich, sehr schön, dass Sie da gewesen sind. Meine Damen und Herren, ich könnte Ihnen natürlich jetzt wahrscheinlich, ich kriege schon hier die Zeit genannt, dass wir Tempo machen müssen, ich könnte Ihnen natürlich mit Sicherheit und vielleicht tue ich es auch mal, 2 so entzückende Geschichten über meine Erlebnisse mit dem Messerschmitt erzählen, die ich früher immer erzählt habe, mit großem Erfolg, aber wir haben leider keine Zeit. Wenn noch mal ein Messerschmitt kommt, verspreche ich Ihnen, oder wir haben noch Zeit, verspreche ich Ihnen, diese Geschichten mal zu erzählen. So, weiter geht's mit unserem 3. Angebot und zwar haben wir nochmal was ganz anderes, ein Schlankmachgerät. Das ist ja auch was aktuell ist, wenn jemand ein bisschen abnehmen will und wer will nicht mal ein bisschen abnehmen, nicht wahr? Wir haben es ja alle notwendig und nötig. Haben wir also hier ein Schlankmachgerät. Ich darf Sie mal bitten, zu uns zu kommen, ein bisschen Applaus. Denn guten Tag, Frau Behnke, Herr Behnke. So, Sie bieten also ein Schlankmachgerät an. Nun ist ja ein Schlankmachgerät ein einfaches Gerät, eine technische Sache. Die könnte man natürlich per Schrifttafel auch zeigen, aber vielleicht könnte man das ein bisschen attraktiver gestalten. Ich denke mir, dass 24 Stunden 14
Thank you. Whoops. I can't seem to get that smudge off. Das Ding ist echt ein Phänomen. Ich liebe mein Tutu. Von Ihrem lieben Mann natürlich. Also jetzt ganz neu. Also ich mach's unter der Bedingung, wenn Sie mitmachen. Ja, also Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mit Ausprobieren. Also Moment, Sie wird werden. Ich glaube, nicht lange wird das gehen. Aber 100 Millionen Jahren, was ist das schon, zu irgendeiner Zivilisation werden, die Gute Ratschläge von der Weltmeisterin Lucinda Green für Virginia Holgate mit Priceless, die in den beiden vergangenen Jahren die Military in Burley gewonnen hat. Die Bronze in der Einzelwertung in Olympia bekam. Silber mit der Mannschaft.